Die Blaue Grotte von Capri ist wahrscheinlich das bekannteste Werk des spätromantischen Malers Heinrich Jakob Fried. Zu finden ist es heute in der Kunsthalle in Bremen. Der 1802 geborene Fried beginnt seine künstlerische Ausbildung in Stuttgart, wechselt aber 1822 an die Münchner Akademie, wo er bei den Nazarenern Johann Peter von Langer und Peter von Cornelius studiert. In dieser Zeit entwickelt er eine besondere Begeisterung für die deutsche Geschichte, deutsche Sagen und Poesie, die sich motivisch in seinem Werk widerspiegeln. Von 1834 bis 1837 hält er sich als Stipendiat in Rom auf, bereist dabei aber auch das weitere Umland der Stadt. Es entstehen zahlreiche spätromantische Werke. Während einer Reise nach Neapel und Capri im April 1835 besucht Fried eine erst kurz zuvor von den Malern August Kopisch und Ernst Fries wiederentdeckte, nur vom Meer aus über eine enge Felsöffnung zugängliche Felsenhöhle. Bereits in der Antike war sie als Nymphaeum genutzt worden, später diente sie als privates Schwimmbecken des Kaisers Tiberius, der auf Capri seinen Alterssitz hatte. Nach ihrer Wiederentdeckung avancierte die Grotte schnell zu einem der beliebtesten Reiseziele nicht nur deutscher bildungsbürgerlicher Italienfahrer. Wohl noch auf der Insel fertigt Heinrich Jakob Fried eine Ölstudie des Gesehenen an, die zwar bereits wesentliche Gestaltungsentscheidungen beinhaltet, aber noch zahlreiche Änderungen erfahren wird. Das Gemälde selbst entsteht nur wenig später nach seiner Rückkehr nach Rom. Im Atelier ergänzt Fried die Szene um eine kleine Reisegruppe links im Vordergrund, deren Teilnehmer sich teils gerade wohl von einheimischen Fischern an Land tragen lassen, teils noch staunend die Umgebung betrachtend im Boot sitzen. Die Gruppe verschwindet beinahe vor dem dunklen Hintergrund des Gesteins. Die Figuren der Reisegruppe bieten dem Betrachter zugleich jedoch auch einen Anhaltspunkt, um Größenmaßstäbe einschätzen zu können. Über das geheimnisvoll anmutende Lichtspiel der Grotte hinweg wandert der Blick des faszinierten Höhlenbesuchers, zu dem uns Fried hier durch die Perspektive macht, auf den engen Höhleneingang. Dabei hat Fried höchst differenziert wiedergegeben, wie das Sonnenlicht unter dem Meeresspiegel in die Grotte eindringt und danach auf deren Felsenwänden blau reflektiert wird. Bereits vor der Entdeckung der Grotte war Blau die Symbolfarbe romantischer Sehnsucht und ewiger Liebe geworden, nachdem der Dichter Novalis in seinem Romanfragment Heinrich von Ofterdingen von 1802 den Protagonisten auf die Suche nach der blauen Blume aussendet. Blau, die göttliche Farbe, kühl, unerreichbar, Sinnbild des metaphysischen Strebens nach dem Unendlichen, verbindet bei Novalis nicht nur Natur, Mensch und Geist. Sie symbolisiert vielmehr das Streben nach der Erkenntnis der Natur und, daraus folgend, des Selbst, dem eigentlichen Ziel der Romantik. Novalis beginnt seine Erzählung damit, dass Heinrich von Ofterdingen vor dem Einschlafen über die Begegnung mit einem geheimnisvollen Fremden sinniert. Der Jüngling lag unruhig auf seinem Lager und gedachte des Fremden und seiner Erzählungen. Nicht die Schätze sind es, die ein so unaussprechliches Verlangen in mir geweckt haben, sagte er zu sich selbst. Fernab liegt mir alle Habsucht, aber die blaue Blume sehne ich mich zu erblicken. In seinen Träumen nun durchreist Friedrich ihm unbekannte Landschaften, bis er schließlich am Fuße eines Berges im Felsen eine Öffnung entdeckt. In der dahinterliegenden Höhle findet er ein Wasserbecken, durch das er zum anderen Ufer hinüberschwimmt. Was ihn aber mit voller Macht anzog, war eine hohe lichtblaue Blume, die ihn mit ihren breiten, glänzenden Blättern berührte. Er sah nichts als die blaue Blume und betrachtete sie lange mit unnennbarer Zärtlichkeit. Heinrich Jakob Fried schafft in seinem Gemälde, dessen Motiv wohl nicht zufällig erkennbare Parallelen zur Höhle in Novalis Erzählung aufweist, mit dem Repoussoir der dunklen Felsen und Menschen am Rande des Bildes einen fokussierten Blick wie durch ein Schlüsselloch hinein in die wie im Traum blau leuchtende Höhle. Die Schwärze der Umgebung lässt die Farbe dabei noch intensiver strahlen, verleiht ihr eine beinahe magische, ein Eigenleben führende Wirkung. So werden wir als Betrachter vielleicht zu Heinrich von Ofterdingen, suchen in der Grotte selber nach unserer blauen Blume, um unsere eigene Sehnsucht zu stillen.